Moin zusammen, da sind wir wieder. Hallöle. Ja, wie ihr schon seht, ich war fleißig am Drucken die Woche und habe mir mal eine 1000 Punkte Grimdark Future von One Page Rules Zwergenarmee gedruckt. Die hier sind gerade noch frisch aus dem Drucker. Die Bases und der Champion von denen ist auch noch dran. Ja, so ist das, ne? Genau, die wollte ich jetzt mal so mir mal anschauen. Gut, hier muss ich noch ein bisschen entgraten, ne? Das sind hier die Miner. Quatsch, die Kamera. Das hier sind so Miner. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert alles. Es kommt alles an bei euch. Das sind die Miner. Die hier finde ich richtig cool, weil was ist besser als Science-Fiction-Zwerge? Genau, Science-Fiction-Zwerge auf Motorrädern. Beste ever. Ja. Ich hoffe auch, der Stream ruckelt nicht. Also wenn der Stream irgendwie ruckelt oder so, sagt mir das bitte. Weil dann kann ich an den Einstellungen was machen. Also nicht jetzt im Livestream, aber dann für den nächsten Montag, sage ich mal. Ja, ja, das sind hier die Motorräder von den Zwergen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier ein bisschen Bodentruppen. Die habe ich schon... sag mal schnell. Die habe ich schon gedraybrushed. Ja, die hier müssen natürlich ja noch schwarz gemacht werden. Warum ist mein Handy auf Ton? Bitte nicht stören. Danke sehr. Oh, Schmiedehammer hat Rabatt. Okay. Genau, das sind die normalen Fußsoldaten, ne? Die ganz normalen Standard-Mobets. Hier, das ist ein Sarge von denen zum Beispiel. Hier ist ein Mediziner oder Medizinerin, besser gesagt, weil bei den Zwergen gibt es auch Frauen. Auch ohne Bärte. Wobei die ein bisschen... Nee, die haben gar keine Bärte. Also sie jetzt nicht. Ja, genau. Dann hier die Jetpack-Jungs. Jetpack-Jungs, so rum. Ja. Auch sehr, sehr cool, wie ich finde. Da ist einer noch im Drucker, also im UV-Dings. Der muss noch getrocknet werden. Weil dann kann ich den Champion hier da wegnehmen. Dann haben die hier einen richtigen Champion. Ja, und das sind dann alles zusammen tatsächlich 1000 Punkte schon. Das sind 6 Bikes. 1, 2, 3, 4, 5 Miner plus Unterstützungskanone für die Miner. Dann sind hier 1, 2, 3, Moment, 2, 4, 6 Jungs als Fußtruppen. Wovon aber halt, also 5 sind die Soldaten, die 5 hier. Und das ist der Sarge, oder Champion, der zählt dann da ein bisschen mehr mit. Genau, der gehörte dazu. So. Ja, und das ist halt hier ein normaler Champion. Aber der sollte eigentlich hier noch einen Jetpack kriegen. Und der ist halt in der Arbeit. So. Und mit denen wollte ich mich jetzt ein bisschen rumschlagen. Aber bevor ich das mache, geht mein Dank natürlich an alle meine lieben Subscriber. Sind auch wieder ein paar dazugekommen. Herzlich willkommen. Freut mich, dass es euch gefällt. Ich arbeite ja stetig dran, dass es hier irgendwie ein bisschen besser wird und auch vielleicht mal irgendwie ein bisschen Rhythmus reinkommt. Ich schätze mal, das werde ich jetzt schaffen in diesem Jahr. Ja, ich werde mich jetzt gleich dran setzen und diese Armee anfangen zu bemalen. Dafür gibt es dann Freitag wieder ein Video, wo ich die erste Figur soweit hoffentlich fertig kriege. Und ja, dann würde ich sagen, guckt euch gerne meine Armeeliste an, wenn ihr dazu Tipps, Tricks habt, wenn ihr One Page Rules spielt. Unten, wie gesagt, ist die Liste. 1000 Punkte ist, glaube ich, das Kleinste, was man spielen kann. Und wenn die 1000 Punkte bemalt sind, wollte ich dann halt 1500 machen, dann 1000, dann 2000. Ja. Wenn ihr einen Wunsch habt von was ich von One Page Rules irgendwie bemalen soll, ausdrucken soll oder ähnliches, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da ich bis jetzt wirklich nur die Zwerge groß gedruckt habe, kann ich alles andere auch noch drucken. Ich glaube, ich habe jetzt noch
ein paar Fantasy-Armeen. Ich glaube, das Imperium der Menschen und die Vampire habe ich. Dann habe ich noch Science-Fiction, sowas wie Tyranniden, ein paar Geländestücke. Also die Qualität ist sehr, sehr gut bei One-Page-Rules, finde ich super. Wie ich so oft sage, ich bekomme da auch keinen Lohn oder ähnliches für. Ich mag einfach das Konzept von One-Page-Rules und finde eigentlich, dass wir da vielleicht wirklich mal uns auch ein bisschen als Community zusammentun sollten. Und ich bin zeitweise tatsächlich am Überlegen, ob ich hier hauptsächlich One-Page-Rules Videos und Modelle und sowas mache. Aber dafür habe ich halt auch dummerweise zu viel Spaß an Blood Bowl und an Dreadball und an Killzone und an Battletech. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, wo es hier gehen soll mit dem Kanal. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und ich glaube, ich werde jetzt den Panzer ausdrucken gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche. Überarbeitet euch nicht und nicht vergessen, ne? Jeden Tag 10 Minuten malen wird zur Routine. Routine wird zum Fortschritt. Ich wünsche euch was. Bye, bye.